Willkommen zur nächsten Ausgabe von Frag die Matrixa. Mit einer spannenden Frage von dir, und zwar: Wie wird man Meister des luziden Träumens? Da fällt mir auf Anhieb eine Affirmation ein: Ich bin Meister des luziden Träumens. Ja. Diese Affirmation vor dem Schlafengehen als allerletzten Gedanken kann schon hilfreich sein. Ja, Suggestionen sind auf jeden Fall ein gutes Mittel, um eben sein Bewusstsein selbst zu programmieren. Aber wie wird man Meister? Das ist ja nur hilfreich. Aber wie wird man Meister? Ja, Meister ist genau wie bei einem normalen Job als Bäcker oder als Schreiner. Da möchte man ja auch Meister werden. Und wie wird man da Meister? Durch Training und Ausbildung. Und das bedeutet, man kann nicht so leicht von heute auf morgen ein Meister im luziden Träumen werden, sondern man braucht viel Training. Das heißt, die Techniken anwenden, die es dann gibt, und natürlich sein Bewusstsein mit Suggestionen programmieren, vielleicht dann auch noch nachts entsprechende Frequenzen hören, die das unterstützen. Also damit kann man zum Beispiel schon mal eine Basis oder einen Grundstein legen, mit dem man dann halt immer besser und besser im luziden Träumen wird. Und die Techniken, die es dir gibt, die kennen ja die meisten wohl, ne? Realitätstests in erster Linie. Und da muss man schon 20 mindestens am Tag machen. Ja. Nicht 3, ne? 20. Die müssen ja nicht lange dauern, 10, 20 Sekunden oder so. Ne? Und die kann man dann halt überall machen. Und natürlich die Suggestion vorm Schlafengehen nicht vergessen. Und vielleicht sogar noch eine Technik anwenden, wie die WBTB, Wake Back to Bed. Ja, das ist für Anfänger besonders lohnenswert und sehr effektiv. Ja. Finde deine optimale Zeit raus. Bei mir war das sogar ganz anders. Ich habe 5, 6, 7 Stunden vorgeschlafen oder also 6. Bin dann aufgestanden, habe ein Käffchen getrunken, habe mich dann nach einer halben Stunde wieder hingelegt und dann ging es jedes Mal ab. Ja. Und dann war es schon. Kaffee habe ich. Nein. Damals noch nicht, inzwischen schon. Ach so, okay. Ja, also jeder muss da für sich seine beste Methode rausfinden und dann hartnäckig dranbleiben und durchziehen. Zumindest wenn man Meister werden will. Ja. Da muss man wirklich Geduld haben, Geduld und Spucke und natürlich auch den Willen, das erreichen zu wollen. Ja. Ne, es gibt ja auch viele Leute, die machen dann 2 Wochen was und hören dann auf. Das geht dann da nicht. So wird man kein Meister im luziden Träumen. Das heißt, man lenkt all seine Energie, die man aufbringen kann, auf das luzide Träumen und beschäftigt sich nicht mit irgendwelchen anderen Sachen, die man da erreichen kann. Da muss man eben alles zur Seite schieben. Ja. Und seine Energie nur auf das luzide Träumen konzentrieren und alles, was damit zu tun hat, praktizieren. Ja. Und wieder eine spannende Frage von dir. Etwas länger, deswegen lese ich sie mal vor von meinem schlauen Handy. Wie löst ihr euch am besten vom Körper nach den Vibrationen? Manchmal schaffe ich es ganz leicht und manchmal komme ich nicht komplett raus. Habt ihr Tipps? Ja, Tipps haben wir eine Menge. Auf jeden Fall, ja. Also wenn die Vibrationen auftauchen, heißt es ja, dass du gerade versuchst, dich der Frequenz deines Astralkörpers anzupassen, beziehungsweise in ihn hinüber zu wechseln. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, den richtigen Moment abzupassen, in dem man dann wechseln kann. Also normalerweise, wenn die Vibrationen auftauchen, verhält es sich so, dass der Wechsel eigentlich auch automatisch stattfindet. Wenn man jetzt nicht interferiert mit Ängsten oder Bedenken oder Sorgen oder so oder auch große Aufregung, kann den ganzen Prozess plötzlich beenden. Ne? Man muss also ganz cool bleiben, ne? Als wäre es das Normalste der Welt, dass jetzt Vibrationen auftauchen, was ja auch stimmt. Ja. Denn jede Nacht wechseln wir unseren Astralkörper, vergessen es nur wieder am nächsten Morgen. Und daher, wenn die Vibrationen aufkommen, einfach zulassen, in der Gewissheit, der Wechsel findet gerade statt. Und sobald man das Gefühl hat, dass die Vibration ein
hohen Punkt oder den höchsten Punkt erreicht haben, rollt man sich einfach zur Seite aus dem Bett. Genau. Und die Frage war auch, wie löst ihr euch am besten vom Körper? Ja. Also was sozusagen ist unsere Lieblingstechnik? Du rollst dich heraus und ich schwebe am liebsten hoch. Oder lass mich durchs Bett fallen. Ja, durchs Bett fallen habe ich auch mehrmals probiert und hat auch ganz gut geklappt. Also nicht in der Matratze stecken geblieben. Nein. Ne? Aber das endete dann meist damit, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich falle durch die ganze Erde durch. Ja. Ne? Ja, also darum habe ich mich dann nachher dazu entschlossen, mich zur Seite abzurollen, beziehungsweise mich dann einfach aufzusetzen auf die Bettkante. Ja. Ja. Ja, haben wir noch was? Ja, Tipps haben wir euch gegeben. Ja, manchmal schaffst du es ganz leicht und manchmal ganz schwer. Ja, das ist vielleicht auch immer Tagesform vielleicht ein bisschen abhängig, wenn man noch nicht Meister des Astralreisens ist. Dann mach dir keinen Kopf darum, wenn du es mal nicht so leicht schaffst. Vielleicht hast du was Falsches gegessen an dem Tag oder vielleicht hat dich irgendwas emotional belastet oder dann probier es einfach morgen nochmal. Ja. Ja, es gibt auch so atmosphärische Bedingungen in der Astralwelt, könnte man fast sagen. So wie Wetter hier bei uns auf der 3D-Ebene. Und es gibt manchmal Tage, da fällt es einem leichter, und es gibt manchmal Tage, da fällt es einem ein bisschen schwerer. Hat auch mit dem oft zu tun, was man so abends noch gegessen hat. Weizen vielleicht. Kann das sich manchmal beim Ablöseprozess hinderlich zeigen. Genau, wichtig ist einfach nur, mach dir darüber keine Gedanken, mach dir keine Sorgen, dass du es vielleicht jetzt verlernt hast oder dass du nicht gut genug bist fürs Astralreisen oder nicht fähig dazu bist. Das ist nicht so, denn du hast ja erlebt, dass es auch leicht gehen kann für dich. Also schieb's nicht unbedingt zwingend auf dich, können auch deine äußeren Umstände sein. Also achte darauf, wie du dich fühlst am Tag, ob du überhaupt fähig bist, heute eine Astralreise bewusst zu erleben, weil du gut drauf bist oder super schlecht und was du so gegessen hast. Also bloß keine Gedanken und Sorgen machen, wird schon. Richtig. Denk immer dran, du hast ein naturgegebenes Recht darauf, astral zu reisen und luzid zu träumen. Und das heißt, dein Bewusstsein zu entfalten und wachsen zu lassen. Lass dir nie was anderes einreden. Das Recht hat jeder. Ja, sonst hätten wir auch keinen Astralkörper. Eben. Sonst hätten manche einen Astralkörper, manche nicht. Ne? Guter Einwand. Ja, das war's Ja. für diese Frage. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Ciao.